Kaiserin Elisabeth, Sissi. Schon zu Lebzeiten ist sie eine Legende, ewig jung und schön. Und bis heute gilt sie vielen als warmherzige, liebevolle Mutter. Doch hinter der glanzvollen Fassade zeigen sich Risse. Wie war Sissi wirklich? In diesem Video erfahrt ihr die wahre Geschichte der Kaiserin und das Schicksal ihrer Kinder. Romy Schneider als junge Sissi. So sehen sie 1955 Millionen. Doch die Filme zeigen ein verzerrtes Bild. Die wahre Kaiserin war anders. Sissi fasziniert bis heute. Kaiserin Elisabeth inszenierte sich selbst als unnahbare Schönheit. Ein Kult, dem sie sich ganz hingab. Elisabeth und Franz Josef wurden am 24. April 1854 in Wien getraut. Franz Josef vergötterte seine junge Braut, doch sie war in Wien unglücklich. Nach einer unbeschwerten Kindheit empfand sie den streng formellen Hof als erdrückend. Sie war noch sehr kindlich, emotional von ihren Eltern abhängig und noch nicht bereit für die anspruchsvolle Rolle als Ehefrau und Kaiserin. Der Druck auf Sissi ist groß. Sie flüchtet auf ein Schloss vor den Toren Wiens. Von Anfang an wird viel von ihr erwartet. Als sie schwanger wird, kommt es zum Konflikt mit ihrer Schwiegermutter. Sophie hat klare Vorstellungen, wie sich eine Kaiserin zu verhalten hat. Erzherzogin Sophie, eine der mächtigsten Frauen Europas, duldet keinen Widerspruch. Sie hat bereits 3 Kaiser erzogen und weiß genau, wie das Spiel am Hof funktioniert. Für die junge Sissi ist sie eine übermächtige Gegnerin. Im März 1855, bereits 10 Monate nach der Hochzeit, kommt das erste von 4 Kindern zur Welt. Es ist ein Mädchen, Sophie, benannt nach der Großmutter. Ein Jahr später wird Sissi erneut Mutter. Wieder ist es ein Mädchen, Gisela. Zu allem Überfluss hinterließ Sophie ein Schreiben auf Elisabeths Schreibtisch, in dem im Wesentlichen stand, dass eine Königin ohne männlichen Erben wertlos sei und verstoßen werden sollte. Frühjahr 1857. Die kaiserliche Familie macht sich auf den Weg nach Ungarn. Die Reise war sorgfältig geplant und politisch bedeutsam. Sissi besteht darauf, dass auch die beiden kleinen Töchter mitkommen. Dabei sind beide krank. Besonders die ältere, Sophie, wirkt schwach und fiebrig. Franz Josefs Mutter warnt eindringlich, nehmt die Kinder nicht mit, das ist zu gefährlich. Doch Sissi hört nicht. Voller Freude darüber, dem strengen Hof zu entkommen, verliebte sie sich augenblicklich in das Land und seine Menschen. Damals galt Ungarn als romantisches, beinahe wildes Grenzland innerhalb des österreichischen Kaiserreichs. Das Land hatte nur wenige Jahrzehnte zuvor versucht, sich gegen die österreichische Herrschaft aufzulehnen, wurde jedoch niedergeschlagen. Elisabeth war tief beeindruckt von der Kultur und zeigte großes Verständnis für die Situation der Ungarn. Doch das Glück währte nicht lange. Ihre beiden Töchter erkrankten schwer an Durchfall. Während sich die kleine Gisela erholte, wurde die 2-jährige Sophie immer schwächer. Die Reise wird zur Tragödie. Nach stundenlangem Todeskampf stirbt die kleine Sophie in den Armen ihrer Mutter, wahrscheinlich an Typhus. Franz Josef bleibt in Ungarn und setzt die Reise fort. Sissi muss allein nach Wien zurückkehren, 2 Tage lang, zusammen mit ihrem toten Kind. Aus der Ferne schickt Franz Josef ein Telegramm an seine Mutter. Unsere Kleine ist jetzt ein Engel im Himmel. Nach langem Kampf ist sie zuletzt ruhig 9:30 verschieden. Wir sind vernichtet. Zurück in Wien ist Sissi kaum wiederzuerkennen. Der Verlust ihres Kindes stürzte Elisabeth, die ohnehin zur Melancholie neigte, in eine tiefe Depression.
Sie kehrte niedergeschlagener als je zuvor an den Hof nach Wien zurück. Zudem äußerte sich Erzherzogin Sophie abwertend und sagte, der Tod des Kindes sei ein Beweis dafür, dass sie eine unfähige Mutter sei. Während ihr Mann und ihre Schwiegermutter ihre überwältigende Trauer im Allgemeinen abtaten, war zumindest ihre eigene Mutter sehr um ihr Wohlergehen besorgt. Täglich sucht Elisabeth Sophies Grab in der kaiserlichen Gruft auf. Dort trauert sie und wirkt still, abwesend und leer. Doch die Welt um sie dreht sich weiter und am Hof wächst zudem der Druck auf die Kaiserin. Der Fortbestand des Hauses ist nicht gesichert. Ein männlicher Nachfolger muss her und das schnellstmöglich. Endlich, Sissi bringt einen Sohn zur Welt. Rodolf, die Krise ist vorbei, der Thronfolger ist da. Elisabeth glaubt, ihre kaiserlichen Pflichten damit erfüllt zu haben. Kurz darauf erkrankt sie an einer Lungenkrankheit. Doch die Krankheit wird zum Vorwand und Sissi flieht. Weg vom Wiener Hof. Sie wählt nicht zufällig Madeira, den entferntesten Ort, den man damals erreichen konnte. In Wien wachsen die kleine Gisela und Rudolf ohne ihre Mutter auf. Man muss sich das einmal vor Augen halten. In den entscheidenden Monaten und Jahren ist sie ganze 2 Jahre fort. Als sie zurückkehrt, erinnern sich die Kinder kaum noch an sie. Jedes Mal, wenn man sie zu dieser fremd gewordenen Frau holt, weinen sie bitterlich. Sie versucht, sie in die Arme zu schließen. Doch die beiden weinen nur noch mehr, denn Sissi ist ihnen vollkommen fremd. Und doch bleibt zwischen Rudolf und Gisela ein Leben lang eine tiefe Verbundenheit bestehen, selbst nachdem sie mit 6 Jahren voneinander getrennt werden. Für den kleinen Rudolf beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sein Vater, Kaiser Franz Josef, wünscht sich einen kräftigen, tapferen Sohn, einen Soldaten. Schon kurz nach der Geburt ernennt er ihn zum Oberst der Armee. Dass das Kind schmächtig und gesundheitlich angeschlagen ist, interessiert ihn wenig. Ein Graf und enger Freund des Kaisers wird mit der Erziehung beauftragt. Er soll den Kronprinzen abhärten, mit drastischen Mitteln. Rudolf muss bei Schnee und Eis exerzieren, wird Wildschweinen im Tiergarten ausgesetzt. Die militärische Erziehung wird zum Albtraum. Nachts wird Rudolf mit Pistolenschüssen geweckt. Es ist Erziehung durch Angst. Ein vertraulicher Bericht erreicht die Kaiserin. Er erzählt vom Leid ihres Sohnes Rudolf. Sissi handelt. Mit aller Entschlossenheit setzt sie ihre Macht ein gegen den Willen des Kaisers und erreicht, dass der brutale Erzieher entlassen wird. Doch die mütterliche Fürsorge hält nicht lange. Wenig später verlässt sie den Wiener Hof erneut. Die Kinder bleiben beim Vater. Elisabeth war besessen von ihrer Gesundheit und Schönheit, da dies einer der wenigen Aspekte in ihrem Leben war, über die sie die Kontrolle hatte. Sie war 1,73 Meter groß, ungewöhnlich groß für eine junge Frau der damaligen Zeit, und sie hielt ihr Gewicht für den Rest ihres Lebens unter 50 Kilogramm. Sie trieb übermäßig viel Sport. Sie ließ in jedem Schloss, das die Familie besuchte, ein Fitnessstudio einrichten. In ihrem Schlafzimmer waren sogar Matten und Schwebebalken aufgestellt. Sie ritt oft stundenlang aus. Elisabeth hielt ständig Diät und aß für gewöhnlich nur rohes Rindfleisch in Form von Rindersaft, Milch und rohes Eigelb, mitunter auch in Wein eingerührt. Oftmals weigerte sie sich tagelang, überhaupt etwas zu essen. Außerdem trug sie ein enges Korsett und in einigen Jahren hatte sie einen Taillenumfang von nur 40 Zentimetern. Heute würde man bei ihr zweifellos Magersucht diagnostizieren. Sie entwickelte eine Abneigung gegen übergewichtige Frauen und übertrug diese Einstellung auch auf ihre Tochter. Sie beschäftigte einen ehemaligen Theaterfriseur, der 3 Stunden am Tag damit verbrachte, ihr knöchellanges, kastanienbraunes Haar zu aufwendigen Frisuren zu kämmen und zu flechten. Alle 2 Wochen wurden ihre Locken mit einem Sud aus Eiern und Cognac gewaschen. Und an einem Waschtag sagte Elisabeth alle anderen Verpflichtungen ab.
22. April 1868. Ihre Tochter Marie Valerie wird in Ungarn geboren und nimmt in der Familie eine besondere Stellung ein. Sissi überschüttet sie mit Liebe und Zuneigung. Am Wiener Hof hat Marie Valerie schon bald den Spitznamen »die Einzige«. Sissi möchte mit Marie Valerie all das nachholen, was sie bei den älteren Kindern versäumt hat. Stets soll die Kleine in ihrer Nähe sein. So reisen Mutter und Tochter nach Korfu, Rom, Meran, Ischl, zum Tod des Großvaters nach Wien, dann nach Possenhofen in Bayern und schließlich wieder nach Budapest ins Schloss Gödelö. Das Kind leidet unter der Helikoptermutter. Marie Valerie wird immer störrischer. Das Tagebuch wird für sie zum Spiegel der Seele. Sie führt es akribisch und behält es für den Rest ihres Lebens bei. Schon früh versteht sie, dass sie die einzige Vertraute ihrer Mutter ist, dass Sissi ihren Weltschmerz auf ihr ablädt. Schließlich distanziert sich Marie Valerie emotional von ihrer Mutter und sucht die Nähe zum Vater. Der Kaiser sitzt an seinem Schreibtisch, vertieft in seine Arbeit. In einer Ecke des Zimmers sitzt Valerie, ganz still. Stundenlang beobachtet sie ihren Vater, ohne ein Wort. Den plötzlichen Eifer ihrer Mutter bekommt auch die älteste Tochter, Gisela, zu spüren. Sie entscheidet über das Schicksal der 15-Jährigen. Prinz Leopold von Bayern soll ihr Gemahl werden, ein königlicher Verwandter aus der Heimat. Das Mädchen wird nicht gefragt. Ihren Bruder Rudolf wird Gisela nur noch selten sehen. Sie heiratet ihren bayerischen Prinzen und zieht mit ihm nach München. Als sie kurze Zeit später ein Kind bekommt, reagieren ihre Eltern sehr unterschiedlich. Während Franz Josef voll in seiner neuen Rolle als Großvater aufgeht, ist es für Sissi ein Schock. Die ewig junge, ewig schöne Kaiserin, die am liebsten für sich ist, wird Großmutter mit 36. Das Familienglück kann sie ihrer eigenen Tochter nicht gönnen. Rudolf wächst heran zu einem intelligenten, liberalen jungen Mann. Er interessiert sich für Politik, Wissenschaft und Literatur. Alles Dinge, die seinem konservativen Vater suspekt sind. Der Kronprinz schreibt heimlich revolutionäre Artikel für Zeitungen, kritisiert die Politik des Kaisers und träumt von einem modernen, demokratischen Österreich. 1881 heiratet er aus politischen Gründen die belgische Prinzessin Stephanie. Die Ehe ist unglücklich. Rudolf leidet unter Depressionen, trinkt zu viel und hat zahlreiche Affären. Er fühlt sich gefangen zwischen seinen Idealen und den Zwängen der Monarchie. In seinem Jagdschloss Meierling ereignet sich die Tragödie. Rudolf erschießt erst seine 17-jährige Geliebte Marie Fetzerer, dann sich selbst. Die Nachricht erschüttert Europa, für Sissi bricht eine Welt zusammen. Sie wird ihren Sohn nie wiedersehen und trägt für den Rest ihres Lebens nur noch schwarz. Am 10. September 1898, im Alter von 60 Jahren, fällt Sissi in Genf dem Attentat eines Anarchisten zum Opfer. Die Töchter eilen zu ihrem Vater. Die Nachricht von Elisabeths Tod war ein Schock. Und doch, für jene, die sie wirklich kannten, auch eine Art Erlösung. Besonders Marie Valerie begriff schnell, ein langes Leben, womöglich mit Krankheit, das hätte ihre Mutter nie ertragen. So hinterlässt Sissi ein zwiespältiges Erbe, eine Legende der Schönheit, aber auch das Schicksal von Kindern, die unter ihrer Selbstbesessenheit litten. Gisela verkauft in eine arrangierte Ehe. Rudolf getrieben in den Selbstmord. Marie Valerie erdrückt von mütterlicher Liebe, die zur Last wurde. Die wahre Kaiserin war nicht die liebevolle Mutter der Filme, sondern eine Frau, die ihre eigenen Bedürfnisse über die ihrer Kinder stellte. Ihre Kinder zahlten den Preis für ihren Kult um die eigene Person. Das ist die wahre Geschichte der Kaiserin Elisabeth und das tragische Schicksal ihrer Kinder.